Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 100 von Reptil-TV. Eine Jubiläumsfolge sozusagen. Ein paar Facts zu der ganzen Geschichte. Die erste Folge war genau vor 7 Jahren, im Januar 2009. Mittlerweile haben wir 25.000 Abonnenten, die Reptil-TV abonnieren. Hierzu auch die Bitte, wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr uns noch mehr Gewicht verleihen wollt und es noch nicht getan habt, abonniert Reptil-TV. Dadurch steigt unser Ansehen sozusagen auf YouTube und wir sind noch präsenter sozusagen. Dann hatten wir bis jetzt insgesamt 5,6 Millionen Aufrufe, ne? Also 5,6 Millionen Mal wurden unsere Filme angeschaut. Natürlich auch eine gigantische Zahl, die uns freut. Wir hoffen, dass wir die 10 Millionen irgendwann demnächst knacken, aber das ist natürlich eine harte Nuss. Dazu haben wir jetzt auch den Intervall erhöht. Ne? Früher hatten wir ja nur einmal im Monat die Folge am 1. Jetzt durch die neuen Technikfolgen sind wir ja alle 10 Tage präsent. Ne? Immer am 10., am 20. kommen die Technikfolgen und dann am 1. kommt die neue Reptil-TV-Folge. Ich bin viel gereist, habe in vielen Ländern Reptil-TV-Folgen gedreht. In Asien unter anderem Hongkong, Japan haben wir gedreht. Dann einmal den amerikanischen Kontinent durch Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika haben wir Folgen gedreht und natürlich als Schwerpunktkontinent sozusagen Afrika, ne, mit Ghana, Togo, Benin, Elfenbeinküste haben wir Folgen gemacht. Dann die guten Sachen, nicht für mich, aber hier fürs Produktionsteam. Der Flo hat sich ein neues Haus gebaut, beziehungsweise er hat ein Haus gekauft und hat es renoviert. Das alles natürlich von meinem Geld, von den 100 Folgen, die ich teuer dafür bezahlen musste, aber es sei ihm Flo gegönnt. Und was auch noch ein ganz witziger Punkt ist oder spannender Punkt, meine Frau lacht sich darüber immer kaputt, beziehungsweise meine Kinder, wenn irgendwelche kleinen und großen Jungs, scheint meine Zielgruppe hauptsächlich zu sein, zu mir kommen und mich erkennen und hallo, du bist ja der Stefan und womöglich sogar ein Autogramm von mir wollen und das alles durch YouTube und Reptil-TV, einfach unglaublich. Folge 100, besonderer Anlass. Unsere Idee war, 100. Folge, zeigen wir 100 Tiere. Ne? Wir haben ja oft die Aufrufe, oh, zeig mal das, zeig mal das. Also heute zeigen wir euch 100 Reptilien, die für mich oder mit die schönsten 100 Reptilien, beziehungsweise die ich aktuell auch verfügbar habe natürlich. Da werden viele fehlen. Es gibt massig noch andere schöne Reptilien. Ich kann natürlich nur einen Ausschnitt zeigen und ich kann natürlich auch nur das zeigen, was ich da habe. Aber ich probiere die aus meiner Sicht 100 tollsten im Moment verfügbaren Reptilien euch zu zeigen. Noch kurze Anmerkung zu der Hygiene. Das machen wir natürlich hier so clever, dass man, wenn ich hier mehrere Tiere nacheinander hantiere, sind es Tiere aus einer Zucht. Da habe ich keine Angst, dass ich irgendwas übertrage. Und wenn wir irgendwelche verschiedenen Tiere, wenn dann Schlangen, Schildkröten, Echsen meinetwegen nacheinander kommen, dann werden natürlich meine Hände gewaschen oder desinfiziert. Also macht euch da keine Sorgen und freut euch auf 100 tolle Reptilien. Ganz klar, dass bei den 100 tollsten Reptilien die Königspython natürlich vielfach vertreten sind. Fangen wir gleich mit Königspython erstmal an. Hier habe ich einen hübschen GHI Mojave, ne? Also der GHI mit Mojave zusammen, macht diese super tollen Farben. Melino, der nächste bitte. Hier haben wir nochmal eine GHI-Kombo, das ist dann GHI Lesser Fire, also Dreifach-Kombo, da steckt der Lesser mit drin und Fire. Dann der dritte GHI im Bunde, das ist dann einfach bloß, also in Anführungsstrich bloß, das ist GHI Pastell, Zweifach-Kombo, der Pastell im GHI drin, auch super schönes Tier. Der GHI verändert da schon unheimlich viel in den Tieren. Dann kommen wir in die Champagne-Ecke. Das hier ist Champagne mit Ghost und ebenfalls Fire drin. Also Ghost Champagne sagt man ja Mimosa dazu und das Ganze noch mit Fire. Champagne jetzt seit knapp 10 Jahren erhältlich, vor 10 Jahren auch Wahnsinnssensation, kam aus Afrika, aus Ghana. Der Noah hat die ersten Champagnes gezogen, da war das totale Sensation. Melina, du kannst mal den nächsten bringen. Hier ein in Anführungsstrichen normaler Champagne, beziehungsweise der ist Possible
Crevel und Possible Spectre. Also ich weiß es nicht, das ein Elterntier war ein Spectre Crevel und die Mutter war Champagne und dann kam dieser Champagne Post Crevel Post Spectre dabei raus. Auch super schönes Tier mit dieser Fleckenzeichnung. Also gleich ein bisschen anders natürlich noch wie ein normaler, einfacher Champagne. Und der dritte Champagne im Bunde ist hier dieser Neon Pastell Champagne. Wenn man Pastell Champagne verpaart, da gibt es diese Neon-Linie. Die haben einfach nochmal ganz andere Farben wie der normale Pastell Champagne. Also Pastell Champagne selber ist schon recht hübsch und dieses Neon-Gen, das ist noch ein wenig so ein nach wie vor leider ein wenig unbestimmtes Gen. Ähnlich auch wie der Calimero Champagne, Neon Champagne. Ich denke, vielleicht ist es was Gleiches oder Ähnliches. Macht nochmal ganz auffällige, eben fast so neonfarbene Zeichnung in den Champagne rein. Dann hier nochmal was Kodominantes, das ist der Leopard. Früher dachte man ja, alle Leopards sind heterophypeit. Das weiß man jetzt, dass es nicht so ist. Also das ist ein einfacher Leopard Königspython. Eben der Leopard macht diese leopardenähnliche Veränderung der Zeichnung aus. Und je nachdem, mit was man es kombiniert, hier haben wir jetzt Leopard Calico Spider. Also auch Dreifach-Kombo, ebenfalls der Leopard drin, den wir hier gerade gesehen haben, Spider noch mit drin und Calico mit drin, ne? Also was die Zeichnung dann noch enorm verändert wieder. Dann habe ich hier ein Super Tiger, also Tiger bzw. Genetic Tiger, ist eine kodominante Morph. Tiger mit Tiger gibt den Super Tiger, der sieht einfach noch reduzierter aus vom Schwarz wie der Tiger. Eine Morph, die noch relativ am Anfang steht. Mal gucken, was man aus der noch alles machen kann. Ich finde sie mordsinteressant, weil sie einfach den Schwarzanteil so reduziert. Und ich glaube, da kann man noch vieles draus machen. Ich glaube, oder es kann vielleicht sein, dass es das gleiche ist wie in den USA läuft es unter Blade. Also in Verbindung mit Clown macht es auch unheimlich interessante Sachen. Also der Tiger macht interessante Sachen mit Clown und der Blade. Ich vermute sogar fast, dass Genetic Tiger und Blade vermutlich die gleiche Morph ist. Dann haben wir hier ich würde bald mal sagen, einen alten Evergreen. Das ist ein Mojave. Also Mojave als Simple Morph finde ich sie eine der schönsten Königspython-Morphen. Dieses dunkle Schwarz und das Gelb, unheimlich schön. In dem Mojave ist jetzt noch, wir nennen sie Black Mojave, weil wir da mal was reingekreuzt haben, was das Schwarz einfach noch ein wenig schöner zur Geltung bringt oder noch ein wenig intensiver rausbringt. Deswegen Black Mojave, was letztendlich einfach eine sehr schöne Mojave-Linie ist. Dann haben wir hier ein Pewter. Früher war mal Pewter die große Sensation. Pewter ist einfach Cinnamon mit Pastell. Gibt den Pewter. Ne? Pewter heißt übersetzt Zinn, weil der Pewter so eine zinnfarbene Zeichnung kriegt. Umso größer er wird, umso silbriger, zinnfarbener wird er. Die ersten Pewters waren absolute Sensation. Mittlerweile gibt es natürlich viele Pewter und man mischt sie mittlerweile mit noch anderen Morphen, noch andere Morphen zusammen. Hier haben wir ein Ghost Pewter, also den Pewter, wo wir gerade gesehen haben, zusammen mit Ghost, hält das Ganze auf, macht das Schwarz noch weniger, unheimlich schöner, heller Kopf insgesamt, schöne Zeichnung, so das Ganze, so diese hellen, ich weiß nicht, sagt man Pastelltöne dazu. Also mir persönlich gefällt die Morph auch unheimlich gut. Der Ghost Pewter. Dann kommen wir zu den Banana bzw. Coral Glow. Ist das gleiche, Banana oder Coral Glow, einfach zwei Ausdrücke für ein und dasselbe. Vor ein paar Jahren war der Banana die Sensation. Ne? Banana-Männchen wurden mit 40.000, 50.000 Dollar oder Euro gehandelt. Der Gag dabei ist und eine absolute Ausnahmestellung. Bei den Bananas gibt es ja die sogenannten Male Makers. Man hat ein Männchen und mit diesem Männchen kriegt man wirklich nur wieder Männchen-Bananas raus. Also
Am Anfang war das für mich biologisch gar nicht vorstellbar. Da dachte ich, ach was, da wird einfach geschwindelt oder das ist einfach eine Werbestrategie. Also ich kann es mir nach wie vor biologisch gar nicht erklären, wie eine Morph nur wieder die gleichen Geschlechter rausbringt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mit einem Bananamännchen züchtet, bekommt man zumindest, also Ausnahme bestätigt die Regel, aber 95 von 100% kommen wieder Männchen raus und diese Männchen machen weiterhin Männchen. Wenn man Weibchen rausbekommt, machen diese Weibchen dann allerdings auch Weibchen. Hier eine Banana-Combo, das ist ein Banana-Bumblebee. Auch noch eine kurze Anmerkung oder kleiner Gag zu den Bananas. Die haben ja diese schwarzen Punkte drin. Wir Terrarianer haben ja immer Angst vor Milben. Wenn man so ein Tier sieht mit so schwarzen Punkten drauf, denkt man erstmal an Milben, denkt um Gottes Willen, ich habe Milben in meinem Terrarium. Also bei den Bananas keine Sorgen, sind keine Milben. Das sind einfach, oder das gehört zu der Zeichnung, diese schwarzen Pünktchen drin. Banana Bumblebee. Und noch ein weiterer Banana, zusammen mit Enchi macht der Banana auch wirklich schöne Farben. Also die Töne werden auch so, ja, ich glaube, man sagt auch wieder Pastell dazu, beziehungsweise so sanft cremefarben wird er zusammen mit dem Enchi. In dem Fall steckt, glaube ich, auch noch der Spider und wahrscheinlich auch noch der Pastell drin. Also wir haben Banana, Enchi, Bumblebee in dem Fall. Die schwarzen Punkte verschwinden in dem Fall dann aus dem Banana raus. Und farblich ähnliche Sache, aber doch was ganz anderes. Das hier ist ein Lavender-Albino. Also Lavender-Albino ist eine Albino-Variante, amelanistisches Tier, aber nicht der in Anführungsstrichen normale Albino oder der amelanistische Albino, sondern Lavender-Albino. Mehr dieses Lila noch mit drin, das Gelb etwas mehr orange. Eine Zeit lang auch, oder nach wie vor ist der Lavender eine ganz tolle Schlange, aber eine Zeit lang auch eine zigtausend $1000 Schlange gewesen unter schöner Königspython. Das hier ist ebenfalls ein Albino, allerdings nicht Lavender, sondern man sagt bei den in Anführungsstrichen normalen amelanistischen Tieren, spricht man immer von Tyrosin-Negativ-Albino, also der klassische Albino ist der T-Negativ-Albino oder T-Albino. Falls ihr das mal lest, habt ihr das jetzt auch mal gehört. In dem Fall allerdings ein Albino-Champagne, ne? Kombo zwischen Albino und Champagne. Bringt die Zeichnung aus, super schön zur Geltung. Dann bleiben wir noch ein bisschen bei Albino. Allerdings jetzt hier zusammen mit Clown. Also das ist ein Albino-Clown. Zweifach rezessiv, Clown mit Albino. Super hübsche, nach wie vor seltene Tiere, Albino-Clowns. Dann kommt der nächste Clown hier. Melino, wenn du ausgeschlafen hast, dann bringst du mir den nächsten. Das ist ein Killer Bee Clown. Killer Bee Clown, also sprich Clown Spider Super Pastell. Beim Bumblebee oder Killer Bee Clown reduziert sich die Zeichnung unheimlich zu fast nur noch einem Strich. Und der Clown schwierig drin zu erkennen, wenn man es nicht mehr weiß, aber super hübsche Morph, wo da dabei rauskommt. Jetzt hier der absolute Evergreen, der Piebald. Ich glaube, kaum ein Königspython erregt nach wie vor so viel Aufsehen wie ein Piebald. Dieses Weiß und diese Zeichnung, also dieser Kontrast, hier fehlt die Zeichnung, da ist sie noch da. Fasziniert die Leute, wenn man irgendwo auf einer Ausstellung ist. Jeder guckt die Piebalds an. Nach wie vor, Piebald ist ein Evergreen, ein Klassiker für alle Zeit. Das Ganze gibt es natürlich in zigfachen Morphen und Kombos. Hier haben wir ein Piebald Super Pastell. Beim Super Pastell kommt es noch deutlicher raus wie nur beim Piebald. Der Piebald Pastell kann man manchmal fast nicht vom Piebald unterscheiden. Der Piebald Super Pastell doch ganz auffällige, hellere Zeichnung. Und noch ein weiterer Piebald, ein Piebald Pinstripe Pastell. Also Pin Pastell sagt man ja auch Lemon Blast dazu. In dem Fall dann also ein Piebald Lemon Blast. Und auch
Auch dieser hübsche Kollege hier ist ein Piebald, auch wenn er keine Zeichnung mehr hat. Einige Piebalds, Kombos werden letztendlich ganz weiß. Man sagt dann auch Coconut Pie dazu, zum Beispiel wenn man Spider mit reinkreuzt. Manche haben dann noch Zeichnungen, manche Spider Piebalds werden schneeweiß, so wie dieser hier. Und wie gesagt, heißen dann Coconut Piebald. Und jetzt hier der Traum von fast jedem Königspython-Züchter, würde ich sagen, ist ein Albino Piebald. Albino und Piebald miteinander kombiniert. Man hat dieses tolle Weiß zusammen mit dem Gelb. Früher ein unerschwingliches Tier eigentlich gewesen, 10, 20, 30.000 $. Mittlerweile einigermaßen erschwinglich, aber nichtsdestotrotz eine super hübsche Schlange. Manche Morphen weiß man so auf den ersten Blick fast nicht einmal, was drinsteckt. Hier habe ich einen Blackhead Mystic. In Anführungsstrich könnte alles Mögliche sein, aber das ist ein Blackhead Mystic. Viel Potenzial für tolle neue Morphen. Stichwort Potenzial. Hier haben wir einen super schönen Bongo. Bongo kam vor 5, 6 Jahren erst aus Afrika. Mit Bongo kann man wirklich wahnsinnig tolle, coole Sachen kreieren. In dem Fall hier haben wir ein Bongo Cinnamon Super Pastel. Ja, Bongo Cinnamon steckt drin und dann noch Super Pastel. Lesser steckt keiner drin. Nee, also Bongo Cini Super Pastel. Unheimlich hübsche neue Morph. Um nochmal beim Bongo zu bleiben, das ist Bongo Butter Spider. Kriegt so wenig so eine dreckige, verwaschene Zeichnung. Mir persönlich gefällt die, in Anführungsstrichen, mir gefallen diese dreckigen, verwaschenen Zeichnungen immer. Es gibt Leute, die wollen ganz klare Zeichnungen. Ich finde es auch schön, wenn es manchmal ein wenig so, ja, eben so ein wenig so schmutzig sozusagen aussieht. Gefällt mir unheimlich gut. Das ist jetzt genau der Kontrast dazu. Der sieht nicht irgendwie schmutzig aus, sondern der sieht ja einfach, hat so richtig ganz klare, reine Farben. Das ist ein Karamell Mojave. Die zwei Morphen in Verbindung bringen diese schönen, klaren Farben zum Vorschein. Und dann bleiben wir beim Karamell. Das hier ist ein Karamell Pastell als Kombo. Ne? Es gibt ja den Karamell und den Ultramel. In dem Fall sind wir bei den Karamells. Dann kommen wir zu den Vielfach-Kombos, würde ich sagen. Manche Züchter, ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so arg, manche probieren 6, 7, 8 Morphen in ein Tier reinzuzüchten. In dem Fall haben wir eine Vierfach-Kombo, das ist Pinstripe, Pastell, ich muss wieder spiegeln, Butter Cinnamon Pastell Pinstripe, ne? Sorry fürs Spiegeln. Man kann sich's gar nicht mehr merken. Ich glaube, es könnte niemand aus dem Tier rauslesen, was alles drinsteckt. Da muss man es wirklich dann schon wissen. Umso mehr man reinmacht, umso mehr verschwindet die Zeichnung. Umso mehr muss man die Eltern kennen, zum Wissen, was das Ergebnis ist. Da haben wir es hier schon wieder ein bisschen einfacher, wobei das auch ein ausgefallenes Tier ist. Das ist ein Genetic Stripe Pastell, wobei der Genetic Stripe hier sich der Streifen eigentlich auch fast aufgelöst hat in dem Fall. Es gibt auch Genetic Stripe Pastell, die einen durchgehenden Streifen haben. Mir selber gefällt es ganz gut, wenn der Streifen sich auflöst in irgendwelche Punkte oder so. Mag ich persönlich ganz gern, wenn das dann so verschwimmt von der Zeichnung her. Hier haben wir ein etwas unscheinbareres Tier, das ist ein Fire, beziehungsweise Messfire ist die Linie. Der Fire selber noch nicht so spektakulär. Interessanter wird's, was man aus dem Fire machen kann. Eine Riesenüberraschung, schon etliche Jahre her, aber Fire mit Fire gab ein ganz weißes Tier mit schwarzen Augen, ein sogenannter Black Eye Lucy. Manche haben noch ein paar gelbe Flecken drauf, aber unglaublich, dass wenn man Fire miteinander verpaart, ein schneeweißes Tier rauskommt. Ne? Ein anderes weißes Tier, was auch für
große Sensation gesorgt hat, beziehungsweise was preistechnisch einmal sogar mit einem Rekordhalter war, also 110.000 $, ist so ein Ivory mal verkauft worden vor etlichen Jahren aus Afrika. Da ist ein Ivory aufgetaucht, 10.000 $ oder 110.000 $ ging er in die USA. Der Ivory besteht aus Yellow Belly mit Yellow Belly und es kommt dieses wunderschöne Tier mit raus. Und insgesamt gibt es ja eine ganze Gruppe von Tieren, die in diesem Yellow Belly Komplex drin sind. Ich glaube persönlich eigentlich mein Lieblingskomplex in allen Königspython-Morphen drin, weil da einfach super schöne Tiere rauskommen. Zum einen der Super Stripe, das ist dann Yellow Belly mit Spectre zusammen, macht den Super Stripe. Den Super Stripe noch Pastell reingezogen oder reingezüchtet, kommen diese wunderschönen Tiere raus. Auch gigantisch schöne leuchtende Farben. Und das gleiche Super Stripe statt mit Pastell mit Enchi reingezüchtet, gibt den Enchi Super Stripe. Ebenfalls in dem Komplex drin, sieht aus wie ein Yellow Belly, ist allerdings ein Crevel. Crevel bringt super schöne Sachen hervor. Zum einen den Super Crevel, den wir euch hier kurz als Foto einblenden. Das ist ein Super Crevel. Der entsteht, wenn man Crevel mit Crevel verpaart. Und der Klassiker bei der Crevel-Verpaarung ist Crevel mit Yellow Belly. Gibt den Highway. Ja, so sieht ein hübscher Highway aus. Ich würde sagen, so die letzten Jahre einer der beliebtesten Morphen ist der Highway. Das Ganze mal in Adult zum zeigen, wobei hier jetzt auch noch Pastell mit drin steckt. Also das ist ein Pastell-Highway, adultes Zuchtweibchen. Bei vielen Königspython sagt man ja, die Farben verschwinden im Alter. Klar, die Zeichnung löst sich ein bisschen auf, aber trotz allem farblich, optisch ein absolutes Sensationstier. Auch hier mit 2-3 Kilo noch nach wie vor. Hier habe ich euch einen sogenannten Candino. Candino ist eine Kombo aus Candy und Albino, deswegen auch die Namensschöpfung Candino. Candy ist ebenfalls eine amelanistische Form, die sich allel mit dem Albino verhält, also die man miteinander verpaaren kann und herauskommt so ein lavenderfarbener, hübscher Albino dann. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Piebalds und das Ganze zusammen mit den Blackheads, die wir vorher auch schon gesehen haben. Das hier ist ein Blackhead Piebald. Und nochmal eins der, ich sag mal, neueren Morphen, ebenfalls vor 5-6 Jahren aus Afrika vom Noah gekommen. Das ist ein Bambu. Bambu gehört in den Blue Eye Lucy Komplex. Das heißt, alles, was man aus diesem Komplex mit verpaart, Barter, Mojave, Russo, weitere Bambus, kommen immer weiße Tiere raus. Ne? Also nennt man dann Blue Eye Lucy Komplex. Da gehört der Bambu auch mit rein. Und jetzt sind wir am Ende der Königspython, des Königspython-Durchgangs sozusagen. Also alle, die sich nicht so für Königspythons interessieren, ihr habt es geschafft. Und hier zum Abschluss, ich würde sagen im Moment das Highlight der Königspython-Szene, das ist ein Sunset. Sunset, der Name erklärt sich von selber, denke ich, ist im Moment so die teuerste Morph, was es bei den Königspython gibt. Die teuerste und seltenste werden jedes Jahr vielleicht im Moment nur um die 10 Tiere gezüchtet oder sowas. Das ist ein hübsches Sunset-Weibchen. Absoluter Stolz unserer Zucht zum Abschluss. Nicht alle Riesenschlangen verdienen ihren Namen Riesenschlangen. Hier haben wir einen gefleckten Zwergpython, Antaresia childreni. Sind so mit oder einer der kleinsten Pythons, bleiben unter 1 Meter. Australischer Python. Wie gesagt, Riesenschlangen heißt nicht unbedingt riesig. Dann kommen wir zu den Nattern.
Da könnt ihr jetzt gerade das Gegenteil sagen. Natter heißt nicht automatisch klein. Das ist eine Indigo-Natter, Trimarchon corais corais. Werden riesige, kräftige, muskulöse Nattern mit an die 3 Meter Körperlänge. Und grün ist immer eine Faszination für einen Terrarianer, ne? Grüne Schlangen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Hier haben wir so eine grüne Strauchnatter, eine Baroni, ne? Langnasen-Strauchnatter. Wie gesagt, grün ist was, wo ein Terrarianer oder ein Schlangenhalter immer fasziniert. Und es sind wirklich pflegeleichte Tiere, lassen sich wirklich im Terrarium perfekt gut halten. Jetzt wird es noch bunter. Kommen wir zu den Milchnattern. Das hier ist eine Honduras Milchnatter. Das Ganze als Albino, die Milchschlange, ne? Vielleicht auch noch alter Gag früher mit dieser Mimikrie, ne? Das Gebänderte ähnlich den Korallenschlangen. Das Ganze als Albino. Super schöne Tiere. Und zeige ich euch. Also das ist Albino, ist dann amelanistisch. Hier haben wir jetzt aneretristisch, also die gleiche Schlange, Honduras Milchnatter, in aneretristisch. Das heißt, die roten Pigmente fehlen. Ne? Das hier in der Mitte war bei der anderen rot. Die hat jetzt für das Schwarz, aber das Rot fehlt. Und das Ergebnis, wenn man mit amelanistisch und aneretristisch miteinander verpaart, sprich, wenn das Rot und das Schwarz fehlt, dann kommen Snow raus. Also hier nochmal eine Honduras Milchnatter als Snow. Sieht man nur noch hier so leichte gelbe Balkenzeichnung. Das Rot fehlt und das Schwarz fehlt in dem Fall. Hier eine Schlange, wo es früher wirklich massig gab, also gerade in der ehemaligen DDR oder in den osteuropäischen Ländern wurden die viel gezüchtet, eine Amurnatter. Mittlerweile ist es echt eine Rarität geworden, also kaum jemand züchtet mehr, oder leider züchtet kaum mehr jemand diese Amurnattern. So eine hübsche Terrarienschlange, leider mittlerweile echt eine Rarität. Melino, nicht schlafen. Hier ist es ein bisschen ähnlich. Das ist eine Licorice-Erdnatter, also eine theoretisch schwarze Erdnatter, Pantherophis obsoleta, als Farbform Licorice. Kam vor circa 20 Jahren aus den USA, da wurden die zuerst gezüchtet. Damals auch eine Riesensensation gewesen. Also wie gesagt, entschuldigt, wenn ich immer von damals und Sensation spreche, aber das sind halt alles Tiere, wo die ersten Nachzuchten rauskamen. Da hat die Terrarianerwelt oder jeder hat gemeint, er muss sie haben und toll und wahnsinnig recht teuer. Mittlerweile gibt es viel, beziehungsweise zum Teil verschwinden sie fast wieder, weil sie kaum mehr jemand beachtet, weil sie jahrelang gezüchtet wurden und dadurch in Anführungsstrich fast wegen in Vergessenheit geraten sind. Ein Riesenkomplex oder ein Riesenthema in der Terroristik sind die Kornattern. Hier eine hübsche Lavender-Kornatter als Einstieg, beziehungsweise es ist sogar Lavender-Motle, wenn ich so die Punkte richtig deute. Kornatter ist die Natter Nummer 1 in der Terroristik. Gibt es massig verschiedene Farben. Das hier war Lavender. Das hier ist Candy Cane. Candy Cane ist eine Art von Amelanismus, also Albino. Eine besonders weiß-rot farbintensive Albino sind die Candy Canes. Das hier ist eine, jetzt muss ich zweimal hingucken, eine Snow. Ich habe es überlegt, ob Snow oder Butter ist ja relativ ähnlich. Das ist eine Snowcornatter. Snowcorn als Verpaarung amelanistisch mit hypomelanistisch. Ich sinniere immer noch über meine Snow nach, ob ich recht habe mit amelanistisch und hypomelanistisch, aber irgendein Fehler muss ja überall drin sein. Jetzt hier kommen wir zu was ganz Besonderem, ist allerdings auch umstritten. Das ist eine Scaleless Kornatter. Also ich züchte einige Scaleless Kornattern schon seit Jahren. Mir persönlich gefällt es wahnsinnig. Ich finde, sie fühlen sich auch wahnsinnig toll an.
Die Tiere haben überhaupt kein Problem, die Tiere häuten sich einwandfrei, die Tiere fressen einwandfrei. Sie sind so unempfindlich wie jede andere Kornatter auch, aber das Thema Scales ist definitiv umstritten. Da will ich auch jedem seine Meinung lassen, da will ich weder jemanden noch bekehren, noch drüber richten. Wie gesagt, mir persönlich gefallen sie unheimlich, verändert die Farbe, absolut hübsche Schlange, die Scales Kornattern. Hält sie dich. Weg von den Kornattern zu den asiatischen Nattern. Hier eine Bambusnatter, eine Pulchra. Gibt ja einige Unterarten von der Bambusnatter. Ist eine asiatische Natter. Das Tolle, sie brauchen es unheimlich kühl. Man hält die Tiere, wir halten die bei uns im Büro bei Raumtemperatur oder bei normaler Zimmertemperatur, weil die einfach aus Gebieten kommen, wo sie es kühl brauchen. Also dadurch als Terrarientier, wenn man es nicht beheizen will, auch eine schöne Sache. Und farblich natürlich auch wirklich leuchtend tolle Farben. Dann hier eine ganz andere Richtung, eine Hakennasennatter, Heteroder nasicus. Hat sich die letzten Jahre auch ein Farbboom entwickelt. Hier, das ist die Wildfarbe. Wie gesagt, die westlichen Hakennasennattern sind auch problemlos, fressen problemlos Mäuse. Und deswegen haben die sich die letzten Jahre als Terrarienschlange ganz gut etabliert. Hier das Ganze als Albino, also mittlerweile gibt es wirklich viele verschiedene Farben. Albino ist wegen so die gängigste Morph. Was man dazu sagen muss, oder kann, sie gehören zu den Trugnattern. Das heißt, sie haben irgendwo ganz hinten im Kiefer zumindest theoretisch Giftzähne. Wirkliche Giftwirkung ist nicht bekannt oder fast nicht bekannt, aber trotz alledem würde ich sagen, eine Trugnatter ist jetzt nicht ein Tier, was ich einem 10-jährigen oder 12-jährigen Kind geben sollte. Das muss man sich bei den Trugnattern einfach bewusst sein. Jetzt kommen wir zu den Boa Constrictor. Hier habe ich so eine 2 Meter lange Terrarianer Boa Constrictor, auch klassisches Terrarientier seit vielen Jahren. Die letzten Jahre, blöder Spruch, ging der Trend in die reinrassigen Boas. Hier habe ich eine Key Corker Boa, das ist in dem Fall Boa Constrictor Imperator. Das Tolle ist, dass die Imperator natürlich auch deutlich kleiner bleiben. Das ist hier ein geschlechtsreifes Zuchtweibchen, hat vielleicht 1,50 Meter, bringt regelmäßig Babys, also in der Größe ausgewachsen als reinrassiger Imperator. Hier ebenfalls eine reinrassige Boa, eine Surinam Constrictor. Surinam ist mit einer der schönsten Boas, wenn man sich das rote Schwänzchen anguckt. Eine super schöne Boa Constrictor Unterart, wird allerdings auch recht groß mit an die 3 Meter. Keine Schlange, wo es keine Farbmorphen gibt. Hier habe ich eine Salmon Boa. Besonders schöne oder Super Salmon vermutlich sogar. Wie gesagt, keine Schlange ohne Farbmorph. Salmon ist so eine Art Hypermelanismus. Dann geht es jetzt weiter mit den Blutpython. Das ist Python curtus curtus. Kleinbleibend oder hoppla, der Name Blutpython ist Programm. Manchmal sind die tatsächlich ein bisschen garstig, wobei als Nachzuchten sind sie relativ brav. Er hat sich jetzt hier auch schon wieder eingekriegt. Und hoppla. Und auch da gibt es Farbvarianten. Das Ganze ist ein Ivory Blutpython. Ivory bekommt man, wenn man Platinum mit Platinum verpaart, kommt dieser hübsche Ivory Blutpython dabei raus. Die hübsche weiß-elfenbeinfarbene Schlange ist ein Ivory Tigerpython. Ivory kriegt man, indem man Hypo mit Hypo verpaart. Das hier ist jetzt Albino Labyrinth. Labyrinth jetzt jahrelang nicht gezüchtet, jetzt kriegt man wieder Labyrinth und das Ganze als Albino, ne? Albino Labyrinth. Okay. Bitte. Das ist Pearl Labyrinth, also auch Albino wie gerade eben, aber als
Albino-Hypolabyrinth. Ne, das Ganze nennt sich Pearl-Labyrinth. Upsa, guck, die beißt. Weg von den Tigerpythons zu den Teppichpythons. Hier haben wir so einen hübschen kleinen Jungle Carpet Python. Die Jungle als Jungtier noch eher weiß-schwarz. Wenn sie größer werden, kriegen sie richtig hübsche schwarz-gelbe Zeichnung. Und von Australien nach Madagaskar, das ist eine Dumerilli-Boa, Acrantophis dumerilli aus Madagaskar. Wer besonders viel Platz hat, legt sich mit solchen Brocken an. Das ist jetzt Albino-Netzpython, wie gesagt als Albino. Michel, nimm ihn mal bitte. Dann kommt der Netzpython Tigeritic als Farbform. Das hier, ich glaube sogar, Melino, lassen gerade an deiner Hand. Das ist Tigeritic als Farbvariante. Guck, ich hänge dir gerade wieder drüber. Und zu guter Letzt, den gibt mir dann der Adam oder Aude Melino. Hier haben wir die Netzer, wie schon mal in der Folge beschrieben, gibt es das auch als Dwarf. Dann ist das Ganze ein wenig handlicher. Hier haben wir einen Albino Tiger Dwarf Netzpython. Jetzt kommen wir endlich zu den Vierfüßern, für die Leute, wo sich mehr für die vierfüßigen Reptilien interessieren. Hier ein hübscher Nashornleguan, Cyclura cornuta Jungtier. Dann die grünen Leguane, schon ewig in der Terroristik. In dem Fall nicht grün, sondern ein blauer. Also mittlerweile gibt es die als blaue Farbvariante, kommen sie aus El Salvador. Und was es in Blau gibt, vorsichtig, halt, stopp, Schwänzchen, gibt es auch als roten. Aufpassen, dass er mir nicht abhaut. Das ist der Iguana als rote Farbvariante. Ne? Da wären die so orange-rot. Und natürlich, wie bei allen Reptilien, wird das Ganze auch als Albino gezüchtet. Hier haben wir einen Albino grünen Leguan, Iguana als Albino. Von den grünen Leguanen zu den schwarzen. Das hier ist ein Schwarzleguan, Cenotaurus similis aus Mittelamerika. Jetzt wird es wieder grün, aber wir gehen von Amerika nach Asien. Das ist eine grüne Wasseragame hier. Und von Asien wieder zurück nach Mittelamerika. Ein Halsbandleguan. Crotaphytus colaris, Halsbandleguan, in dem Fall die Wichita Mountain Verbreitungsgebiet, die wegen besonders farbenfroh sind, die Wichita Mountains. Die Chamäleons sind auch richtig beliebt in der Terroristik. Hier haben wir ein hübsches Jemen-Chamäleon, subadultes Weibchen. Und außer den Jemen-Chamäleons lassen sich die Panther-Chamäleons auch relativ gut halten. Also Jemen und Panther, würde ich mal sagen, sind die zwei Chamäleonarten, die man wirklich gut in der Terroristik halten kann. Das hier ist ein Panther-Chamäleon, ebenfalls Weibchen. Und einer der Klassiker in der Terroristik sind die Bardergamen. Da gibt es zum einen diese Zwergbardergamen, die Pogona henry lawsoni. Das hier ist auch ein halbwüchsiges Tier, ausgewachsen von der Größe oder von der Länge ungefähr das Doppelte, ungefähr das vierfache Volumen, also das hier als Jungtier. Und die häufigste Bardergame ist diese Pogona viticeps. Hier ein adultes Weibchen, ausgewachsenes Weibchen, in dem Fall ein Sandfire Red Bardergamenweibchen adult. Von den Agamen zu den Geckos haben wir euch auch schon in der Folge vorgestellt. Die Kronenkopfgecko Rhacodactylus ciliatus. Hübsches Terrarientier. Ja, immer absolut brav, zahm, tolle Tiere.
Die Leopardgecko sind tolle Terrarientiere, mittlerweile auch jede Menge Farbvarianten. Das hier ist ein White and Yellow Lavender. Das hier ist in Anführungsstrichen nur White and Yellow, ne? Also ganz weiß-gelbes Tier, White and Yellow Leopardgecko. Ups. Dann kommt ein Sunglow Tangerine. Das ist Tangelo. Tangelo ist also Tangerine Albino. Sagt man Tangelo dazu. Das ist Tangerine Tornado. Und das hier ist ein Striped, man sagt auch Designer-Morph zu den Sachen, wo man einfach probiert, irgendwie, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, eine Streifenzeichnung reinzuzüchten. Die Schildkröten gehören natürlich auch absolut zur Terroristik. Speziell die Landschildkröten, denke ich, eignen sich super für Terrarien. Hier habe ich den Klassiker, die griechische Landschildkröte, Jungtier. Das hier ist eine zweijährige Breitrandschildkröte, das Tudo marginata. Wird ein bisschen größer wie die Griechen. Dann kommen wir auf den afrikanischen Kontinent. Da haben wir hier diese Pantherschildkröte, Geochelone pardalis. Wird dann nochmal ein ganz Stückchen größer wie die Europäer. Ups, aufpassen. Und wer es ganz riesengroß möchte, der kann sich solche Aldabra-Schildkröten zulegen, wenn er den Platz hat. Die werden fast 1 Meter groß, 500-600 Kilogramm schwer. Sind mit den Galapagos-Schildkröten, sind die Aldabra-Schildkröten die größten Schildkröten, die wir auf der Welt haben. Wer eine riesige Villa besitzt oder vielleicht einen kleinen Zoo oder sowas, der kann sich solche super hübschen Terrarientiere anschaffen. Das ist ein Albino Mississippi Alligator. Werden leider sehr groß mit über 3 Meter, werden aber super schöne, zahme Tiere. Also wer den Platz hat, eins meiner absoluten Favoriten und Traumtiere. Deswegen auf Position 99, vielleicht allenfalls zu übertreffen von der Position 100. Das ist hier unser Nils. Den kennt ihr alle, der Nils, unser leucistischer Nilvaran. Er wächst und gedeiht, häutet sich schön. Die Nummer 100 gibt auf der ganzen Welt meines Wissens 2 Tiere von den leucistischen Nilvaranen. Das als Abschluss als wunderschöne Nummer 100. Jetzt hätte ich noch gern euren Einsatz. Postet doch bitte hier auf YouTube eure Top 5. Ne? Von den ganzen 100 Tieren, die ihr hier gesehen habt, welche 5 sind eure Favoriten? Welche 5 würdet ihr auf die ersten 5 Plätze setzen? Postet es hier auf YouTube. Das hier war meine Nummer 1. Bleibt mir treu, checkt meine Balls und checkt meine Top 100. Stefan, ich gratuliere dir zu der 100. Folge Reptil TV und vielen Dank für mein tolles Haus. Hallo Stefan, ich gratuliere dir zur 100. Folge Reptil TV, weiter so und viel Erfolg. Hi Stefan, it's Genk from Tropical Gem in Japan. Congratulations on 100th episode of Reptile TV. Dankeschön. Ich gratuliere dir zu 100 Folgen des Reptil TVs. Hi Stefan, hier ist Christian. Alles Gute zur 100. Folge Reptil TV. Hi Stefan. Hi Stefan. Big congrats for your amazing work. From the Verona Reptile Staff. Stefan, ich gratuliere dir zur 100. Folge, aber trotzdem, ich finde Modelleisenbahnen viel cooler als Schlangen. Juhu, 100 Folgen! Was war denn hier jetzt los? Na, der war was war denn das jetzt? Er hat gekackt. Er hat gekackt. Er musste sich erleichtern. Er hat sich mitten am Set erleichtert sozusagen.
Natürlich auch Geschwätz, nichtsdestotrotz eine super hübsche Schlange. Fehlt oben einer, oder? Das hier die normale Wildfarbe. Jetzt bräuchte ich den nächsten. Also machen wir nochmal. Melina, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das tauschen können. Jawohl. Okay. Upsala. Für alle, die keine Echsen wollen. Nee, Quatsch. Also aus. Das war wieder ein Geschwätz. Hübsch, brav, zahm, tolle Tiere. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich der letzte Satz, wenn ich gleich in Tränen ausbreche, gell? Ja, also jetzt ist dann. Na, viel mehr fällt mir auch nicht dazu ein. Das hat man gemerkt. Super, oder? Gut. Die Folge 100 war so erfolgreich mit den 100 tollsten Reptilien. Jetzt haben wir uns überlegt, machen wir die Folge 101. Das sind die 100 tollsten Futtertiere. Ne? Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Also Futtertier 1 ist Fritzle. Futtertier 2 der Klaus. Futtertier 3 der Egon. Futtertier 4 die Lina. Also bitte nicht aufregen, war natürlich nur ein Spaß und ich wollte auch nicht respektlos irgendwelchen Tierchen gegenüber sein. Nur ein dämlicher Gag, der mir gerade so einfiel. Bitte nicht drüber ärgern oder aufregen, danke. Papa, ich habe dir doch so toll geholfen. Kriege ich jetzt endlich mein Smartphone? Bitte!